Hallo und herzlich willkommen. Wir präsentieren Ihnen heute Highlights aus der Mess- und Prüftechnik unserer Premium-Marke Fluke. Mein Name ist Jörg Scholl, ich bin Vertriebsleiter bei Datatec und heute darf ich als Technikexperten Herrn Kevin Krauser von Fluke begrüßen. Hallo auch von meiner Seite. Heute habe ich Ihnen das 1777 mitgebracht aus der 1770er Serie. Diese Serie ist ein Energie- und Netzqualitätslogger. Diese Serie besteht aus drei Produkten. Wir haben einmal das Einstiegsmodell, das 1773, was für ein einfaches Energielogging und Troubleshooting gedacht ist, den 1775, der hier dann weiter eintaucht in das Thema Netzqualität, und dann eben das Flagship, die 1777er Serie, wie wir sie hier auf dem Tisch stehen haben, was dann eben auch Transienten erfassen kann von bis zu 20 Megasample pro Sekunde. Ein bisschen Lieferumfang habe ich hier mit dargestellt, deswegen haben wir hier einmal die Leitungen für den Spannungsabgriff. Um den Spannungsabgriff auch in der Anlage bewerkstelligen zu können, haben wir hier die Krokoklemmen mit dabei. Für den einfachen Handling, zum Beispiel an einem Sicherungsautomaten, haben wir hier die sogenannten Magnetspitzen mit dabei, um einen einfachen Abgriff zu fördern. Und hier haben wir die Rogowski-Spulen dabei, um natürlich auch die Ströme ermitteln zu können. Die blauen kleinen Jumperkabel, die wir hier haben, komme ich nachher nochmal mit dazu, weil hier haben wir nämlich die Möglichkeit, am Gerät selber uns über die Spannungseinspeisung selber zu speisen. Zum Gerät selber, wie man das hier schön sieht in der Form, haben wir einmal einen vollwertigen Touchscreen-Monitor. Wer mit dem Touchen das nicht so gerne macht, sondern lieber mit den Tasten arbeitet, kann das natürlich selbstverständlich hier auf der rechten Seite ebenso machen. Zu dem Produkt selber haben wir hier eben die drei Gliederungen der drei Messaufgaben. Das heißt, wir haben einmal hier diese PQ-Meter-Funktion. Das heißt, ich schließe erstmal an, schaue, was passiert, gerade in meinem Netz, und dann kann ich von dort aus auch direkt eine Messung starten. Für eine längere oder vorbereitete Messung, zum Beispiel auch gemäß EN 50160, kann ich hier meinen Einsatz komplett vorbereiten. Das heißt, zum Beispiel in der EN 50160 ist festgeschrieben, dass das über einen Zeitraum von einer Woche passieren muss, mit einem Integrationsintervall von 10 Minuten. Das kann ich eben hier über diese Logging-Funktion schon mal vorbereiten und dann auch starten. Zusätzlich haben wir, und das ist bei uns unique, haben wir hier den Punkt mit dabei des Energieverlustrechner, um wirklich dann nachher auch sichtbar zu machen, wo habe ich tatsächlich Blindleistungen auf dem System, wo habe ich Kosteneinsparungen, weil Sie wissen ja, Hitze ist immer schlecht und kostet immer Energie. Das kann man hier eben mit aufzeichnen. Wenn ich das Gerät dann konfiguriert habe, gemäß meines Anschlusses, entweder einphasig, zweiphasig oder auch dreiphasig, je nachdem in welchem Betrieb, dann helfen mir die LEDs hier oben dabei, ob ich auch wirklich kontaktiert habe und ob das Ganze dann nachher zum Schluss auch passt, wie es angeschlossen ist. Sollte diesmal nicht der Fall sein, sieht man das schön, haben wir es hier in Orange dargestellt. Das heißt, es ist schon was auf dem Netz mit drauf, was uns aber nicht daran hindert, diese Situation dann eben auch aufzuzeichnen und eben nachher auch in unsere Analyse reinzugehen. Wie gerade schon angesprochen, wollten wir uns auch die Front des Gerätes anschauen, hier wo es um die Anschlüsse geht. Das heißt, hier vorne an den runden 4 Anschlüssen haben wir die Möglichkeit, unsere Rogowski-Spule anzuschließen, oder unsere Spulen in dem Fall. Hier hinten haben wir dann einmal die Anschlüsse für den Spannungsabgriff, und hier, wie vorher schon angedeutet, haben wir dann die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Buchsen, zum Beispiel zwischen einer Phase und Phase oder einem Phase- und Neutralleiter, das Gerät direkt am Spannungsabgriff zu speisen. Unter dieser Gummilippe hier befinden sich dann noch weitere Anschlüsse, wie zum Beispiel ein Anschluss für ein Ethernet, um das Gerät eben auch remote steuern zu können, sowie zur Datenübertragung ein USB-C oder eben ein USB-A-Anschluss. Ganz wichtig für Sie, wenn Sie das Thema Netzanalyse machen, ist es natürlich auch, den Schutzleiter entsprechend mit anzuschließen, weil die meisten Transienten passieren eben hier über den Schutzleiter. Zum Gerät selber haben wir ja gesagt, schauen wir uns noch ein bisschen das Menü an. Wie bereits vorher schon angesprochen, haben wir hier einmal die PQ-Meter und die PQ-Logger und den Energieverlustrechner. Wir schauen uns jetzt einmal hier an, was kann ich einstellen, wenn ich hier tatsächlich in dem Logging da bin. Das heißt, ich konfiguriere hier alle meine Spezifikationen, die wir hier benötigen. Das heißt, haben wir einen 3-Stern, haben wir vielleicht ein Dreieck, was wir schnallen, auch wenn wir hier ein bisschen abtauchen an der Stelle, kriege ich auch immer schematisch dargestellt, wie ich jetzt zu kontaktieren habe. Man sieht, ich habe hier eine sehr große Auswahl, welche Anschlüsse ich hier wählen kann. Genauso
Wenn ich andere Stromzangen dran habe, das Wandlungsverhältnis zu machen, ob Rundsteuersignale zum Beispiel ein Thema sind, die aufgezeichnet werden sollen, weil auch die können zu Störeinflüssen führen. Das konfiguriere ich hier einfach alles vor und gehe danach hier oben auf die Aufzeichnung mit den jeweiligen Grenzwerten, die wir anschauen möchten. Wie vorher schon angedeutet, richten wir uns immer in der Standardkonfiguration immer nach der EN 50160, kann aber hier auch abwegig andere Grenzwerte entsprechend vorgeben oder auch einstellen. Diese können auch abgespeichert werden. Als nächsten Schritt gehe ich dann in das Thema Aufzeichnung. Das heißt, ich betitele meine Aufzeichnung und gebe eben vor, wie lang soll diese Dauer passieren und welches Mittlungsintervall sollen wir hier haben. Genauso wichtig nachher für diejenigen, die eine Netzanalyse durchführen möchten. Was passiert? Sollen harmonische, zwischenharmonische aufgezeichnet werden oder auch sogar supraharmonische Abnormalien? Das wird hier eingestellt. Zu guter Letzt gehe ich auf die Prüfung der Anschlüsse. Und da ich jetzt natürlich nichts angeschlossen habe, haben wir natürlich hier kein schönes Bild da. Aber was ich dazu sagen möchte, und man kann es hier unten schon sehen, ja, sollte ich mal aus Versehen einen Stromwandler falsch angeschlossen haben am System, kann ich ihn hier eben digital korrigieren, um nachher auch ein optimales Messergebnis zu bekommen. Wenn ich in einer Messung mich drin befinde, habe ich genauso die Möglichkeit, mir bereits aufgezeichnete Aufzeichnungen anzuschauen, zu analysieren oder auch zur Datenübertragung bereit machen. Das schauen wir uns dann mal an, welche Möglichkeiten wir haben. Hierzu gehen wir wieder zurück und tauchen einmal in den Speicher rein. Hier sehe ich auch schön die Verfügbarkeit des Speichers, wie viel habe ich davon schon belegt, wie viel steht mir noch zur Verfügung. Übrigens, um ein paar Factzahlen zu nennen, wir haben hier einen integrierten Speicher von ungefähr 16 GB. Dieser kann auch per SD-Karte erweitert werden von bis zu 512 GB, weil bei so einer Netzanalyse über einen längeren Zeitraum passieren natürlich sehr, sehr viele Ereignisse vielleicht. Und das viele Ereignisse heißt viele Daten heißt viel Speicher. In den Aufzeichnungen selber sieht man hier, was gespeichert ist. Ich kann mir dann diese auch hier zum Beispiel darstellen lassen. Und dann ist auch das, was Sie im Live-Modus während der Messung sehen, ist hier auf der linken Seite eben gegeben. Das heißt, gerade das PQ Health, also die Netzqualität der Messung, kommt dann hier mit den Balken über die Zeit, die wir gesehen haben. Und ich kann natürlich auch mir eine Gesamtübersicht darstellen lassen, immer als Tabelle, als Tabellenform über die gesamte Aufzeichnung oder eben auch als Diagramm, zum Beispiel hier über die ganze Aufzeichnungsdauer. Und wie man hier schön sieht, ja, haben wir auch einen Peak dazwischen gehabt, eine Spannungsunterbrechung, die nochmal separat hier auf der Seite aufgezeichnet wird in den Ereignissen zum Beispiel. Und im Ereignis wird mir dann dargestellt, wann ist dieses Ereignis vorgetroffen, was für eine Art des Ereignisses war es und war es schwerwiegend und auf welcher Phase ist das. Und hier kann ich natürlich selbstverständlich auch komplett ins Detail nachher reingehen, indem ich mir eins auswähle und sage, ich möchte mir jetzt auch die Kurvenform dazu anschauen und sehe ganz genau, wo ist hier der Transient zum Beispiel gewesen. Mein Datatec-Team und ich beraten Sie gerne, bei Ihnen vor Ort oder telefonisch. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like da und abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank, tschüss.